Wenn Sie eine Person sind, die starke Neigungen oder Gewohnheiten des Denkens und Handelns hat, werden Sie diese wahrscheinlich in das nächste Leben mitnehmen. Ich möchte Jeffrey Mischloff in der Sendung willkommen heißen. Wie geht es dir, Jeffrey? Großartig, danke. Es ist ein Vergnügen, hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung sind. Ich schätze es sehr. Sie haben eine faszinierende Reise hinter sich und erstaunliche Arbeit geleistet. Ich möchte also wirklich in Ihren Weg und Ihre Reise eintauchen. Zunächst einmal, wie haben Sie angefangen? Auf diesem spirituellen und parapsychologischen Weg, wie haben Sie damit angefangen? Was hat Sie dazu gebracht, sich damit zu beschäftigen? Nun, es geht wahrscheinlich auf meine früheste Kindheit zurück, als 10-jähriges Kind. Ich begann Bücher über UFOs aus der örtlichen Bibliothek zu lesen und schrieb Briefe an einige der Autoren. Also, ich denke, ich hatte dieses Interesse am Paranormalen, soweit ich mich erinnern kann. Aber dann wächst man natürlich auf. Man versucht, erwachsene Verantwortungen zu übernehmen. Ich war 1972 ein Doktorand in Berkeley. Hättest du mich gekannt, hättest du eine Person gesehen, die Gruppentherapiesitzungen im San Quentin-Gefängnis mit Mördern und Vergewaltigern durchführt. Zu dieser Zeit hatte ich eine Reihe von Träumen. Der mächtigste davon war, als mein Großonkel Harry mir im Traum erschien. Es fühlte sich realer als real an. Und als ich aufwachte, weinte ich Freudentränen. Es war ein wunderbarer Traum und gleichzeitig zu singen, was mir weder vorher noch danach passiert ist. Also schrieb ich nach Hause an meine Eltern. Ich fragte, wie es Onkel Harry geht, hatte einen Traum von ihm und meine Mutter rief mich an, als sie den Brief erhielt und sagte, wie wusstest du das? Genau in dem Moment starb Onkel Harry. Also das ließ mich fühlen, als könnte ich nicht einfach meinen Kriminologieweg fortsetzen. Ich musste das weiter erforschen. Ich begann, mit meinen Professoren in Berkeley zu sprechen und ich lernte schnell. Keiner von ihnen hatte etwas Intelligentes über diese Art von Erfahrung zu sagen. Also beschloss ich, dass ich auf die eine oder andere Weise mein eigener Experte werden müsste. Und schließlich, denke ich, wurde ich von Träumen geleitet. Weitgehend gelang es mir, ein sehr einzigartiges, individuelles, interdisziplinäres Doktorandenfach in Parapsychologie an der Berkeley zu schaffen. Das war der Beginn meines beruflichen Engagements in diesem Bereich vor fast einem halben Jahrhundert. Können Sie mir sagen, was der Bigelow-Institutpreis ist, den Sie erhalten haben? Das hat meine Aufmerksamkeit erregt, als mir vorgeschlagen wurde, Sie einzuladen. Ich dachte, er hat was gemacht, also würde ich gerne genau wissen, was das ist. Nun, Robert Bigelow ist ein Unternehmer in Las Vegas, der Budget Suites besitzt, eine Hotelkette, die auch ein Wohnhotel ist. Sein Luft- und Raumfahrtunternehmen wurde während der Pandemie als nicht essentiell eingestuft und geschlossen. Seit Jahrzehnten finanziert er die Forschung im Bereich des Paranormalen und hat beschlossen, das Bigelow Institute for Consciousness Studies zu gründen. Eine der allerersten Maßnahmen, die sie ergriffen, war die Einführung eines Essay-Wettbewerbs. Nachdem er 20 Jahre lang UFO-Aktivitäten erforscht und das Gefühl hatte, alles Mögliche erreicht zu haben, entschied er, dass das neue Institut sich auf die Frage des Überlebens danach konzentrieren sollte. Um ihr Programm zu starten, organisierte er einen Essay-Wettbewerb für den besten Beweis des Überlebens, der kürzlich ABC-Ableger in Las Vegas nannte ihn
möglicherweise den größten Essay-Wettbewerb aller Zeiten, um die größte Frage aller Zeiten zu lösen. Also nahm ich teil und mein Beitrag gewann den Hauptpreis. Beweisen Sie mit Ihrem Aufsatz, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ist das im Grunde, worum es geht? Ja, das stimmt im Grunde. Der Standard war, Beweise über jeden vernünftigen Zweifel hinaus zu liefern, die vor Gericht akzeptiert würden. Mein Hintergrund in der Kriminologie hat mir wahrscheinlich geholfen. Dann lassen Sie mich fragen, Sie hatten das Vergnügen, im Laufe der Jahre mit einigen erstaunlichen spirituellen Meistern und sehr interessanten Menschen zu sprechen, Ram Dass und so viele andere, die ich auf Ihrer riesigen Liste von Personen gesehen habe, mit denen Sie gesprochen haben, über die Jahrzehnte. Ihrer Meinung nach, und ich denke, ich kenne die Antwort darauf, aber ich werde sie trotzdem stellen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und beweisen Sie Ihren Standpunkt, Sir. Nun, natürlich, die Beweise sind überwältigend. Überwältigend. Das Interessante ist, dass so viele Menschen in unserer heutigen Kultur so tun, als ob. Nun, wir können uns nicht sicher sein. Wir wissen es nicht. Es könnte dies sein, es könnte das sein, es könnte alles Fantasie sein, da wir in einem materialistischen Zeitalter leben. In meinem Essay habe ich verschiedene Ansätze verfolgt und grundsätzlich vorgeschlagen, dass wir das Gesamtbild sehen müssen. Ich liste 9 unabhängige Forschungsrichtungen auf, die alle auf die Existenz eines Lebens nach dem Tod hinweisen. Von Nahtoderfahrungen über Reinkarnation bis hin zu Erinnerungen kleiner Kinder nach dem Tod und spontanen Mitteilungen, die Menschen erhalten. Es gibt auch die instrumentelle Transkommunikation, bei der weltweit Zehntausende von Hobbyisten Computer, Radios und andere elektronische Geräte nutzen, um mit Verstorbenen in einen Dialog zu treten. In extremen Fällen gibt es sogar Bücher, die als Telefonanrufe von den Toten bekannt sind, bei denen Menschen tatsächlich bis zu einer halben Stunde mit einer verstorbenen Person sprechen. Und natürlich darf die gesamte spiritistische Literatur nicht fehlen. Von Medien, physischen Medien sowie mentalen Medien. Sie haben Sterbebettvisionen, die spontanen. Erfahrungen von Menschen, die im Sterben liegen. Es gibt etwas, das als geteilte Todeserfahrung bekannt ist, bei der Menschen, die im Raum sind, wenn jemand stirbt, tatsächlich erleben mit ihnen, wie es ist, wenn sie in die frühen Stadien des Jenseits eintreten. Also ich liste in meinem Essay Dutzende von dem, was ich weiße Krähen-Beispiele nenne. Einer meiner intellektuellen Helden war William James, der als Begründer der amerikanischen Psychologie gilt. Aber er war auch sehr an diesem Gebiet interessiert und studierte ein großartiges Medium aus dem 19. Jahrhundert, Leonora Piper. Er schrieb, um die Hypothese zu widerlegen, dass alle Krähen schwarz sind, muss man nur eine weiße Krähe finden. Dann sagte er, Mrs. Piper ist meine weiße Krähe. Nun, ich habe Dutzende dieser weißen Krähen, über 9 unabhängige Untersuchungsreihen hinweg. Aber das ist nur der Anfang dieser enormen Beweislage. Denn in meinem eigenen Fall, Alex, wie ich dir erklärte, hat es mein Leben verändert. Als Onkel Harry mir im Traum erschien, war ich Kriminologiestudent. Und heute, nach über einem halben Jahrhundert, kann ich sagen, als ich zur Parapsychologie wechselte, war das eine dauerhafte Veränderung, die mir widerfuhr. Und wenn man die Literatur betrachtet, findet man, dass Menschen, die das Jenseits erleben. Manchmal ist es so mächtig, dass es ihr Leben dauerhaft und dramatisch verändert. Ja, es ist wirklich faszinierend, denn so viele Menschen weltweit glauben an ein Leben nach dem Tod, da am Sonntag Milliarden in die Kirche gehen. Überall gibt es unterschiedliche Vorstellungen vom Jenseits, was das Bedürfnis verstärkt, dass es mehr gibt.
Zweifellos existiert dieses Bedürfnis, besonders wenn uns unbeschreibliche Dinge im Alltag widerfahren. Etwas wie Intuition, etwas so Einfaches wie ein Bauchgefühl über einen Menschen, über eine Situation, über geh nicht um diese Ecke, über drück jetzt auf die Bremse. Und manchmal in meinem Leben ist es tatsächlich passiert, dass ich eine Stimme höre, die sagt, tu das nicht, sei vorsichtig damit. Es ist eine seltsame Art von Energie oder Gefühl, nicht wie eine tatsächliche sprechende Stimme, sondern eher wie ein Instinkt. Du gehst in einen Raum und denkst dir, hier will ich gerade nicht sein. Dann gehst du raus und vielleicht bricht 5 oder 10 Minuten später ein Streit aus. Das ist mir oft passiert in der Schule und als ich früher als junger Mann in Clubs unterwegs war. Und Absolut. Ja, früher war ich Präsident einer Organisation namens Intuition Network. Unser Ziel war es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen ermutigt werden, ihr Talent zu entwickeln. Wir leben in einer unausgewogenen Kultur, in der Mathematik oder Sport viel Ermutigung erhalten, während begabte Intuitive oft als esoterischer Hokuspokus abgetan werden. Es zählt nicht so sehr. Und das finde ich schade. Aber wenn man sich östliche Philosophien, Religionen, Traditionen ansieht, die Yogis vor 2000, 3000 Jahren lebten, beginnt man, sie zu betrachten. Ich weiß, dass du tief darin eingetaucht bist. Diese Texte, die Bhagavad Gita, solche Dinge, wenn man tief in diese Sachen eintaucht. Die Menschen haben vor Tausenden von Jahren vor Christus darüber gesprochen, sogar vor Buddha, je nachdem, wie weit man zurückgeht. Aber es ist faszinierend, dass es im Osten so viel mehr akzeptiert wird. Und im Westen hat es eine Weile gedauert, bis der Westen es aufgegriffen hat. Und ich spreche immer über das steigende Bewusstsein der Menschheit, während, wenn man in den 1950er Jahren über Meditation gesprochen hätte, hätten sie dich mit einem Auge angesehen, als ob du verrückt wärst, wenn du über Yoga sprichst. Aber jetzt versteht jeder Yoga, versteht die physischen, die mentalen, sogar die spirituellen Vorteile von etwas wie Yoga oder Meditation. Meditation, eines der am meisten wissenschaftlich untersuchten Gebiete überhaupt. Es gibt zahlreiche Studien über Meditation und ihre gesundheitlichen Vorteile. Aber warum dauert es so lange, bis der Westen etwas akzeptiert, das der Osten seit Tausenden von Jahren praktiziert? Und sogar im Westen seit tausenden Jahren Ja, du hast recht, es gibt Ureinwohner Amerikas. moderne Zeiten. Nun oder die alten Griechen. Seit dem 18. Jahrhundert gilt die westliche Kultur als Abweichung. Insgesamt sind wir stark materialistisch geworden, bis zu dem Punkt, an dem die Leute denken, dass, wenn es immateriell ist, zum Beispiel sagen wir, es spielt keine Rolle. Wenn wir etwas nicht verstehen, sagen wir, es ergibt keinen Sinn. Also Materie und Sinn ist das, was zählt. Die äußeren Erscheinungen scheinen das zu sein, was zählt, und unsere inneren Realitäten sind einer Art Kolonisierung unterworfen, könnte man sogar sagen, der materiellen Welt. Ich würde sagen, unsere Kultur, besonders die westliche in den letzten 2300 Jahren, hat es einfach falsch herum. Das begann wohl zu Beginn der industriellen Revolution, als materielle Dinge die Oberhand gewannen. Vorher gab es zwar materielle Dinge in England und Europa, aber nichts im Vergleich zu dem, was während der industriellen Revolution geschah. Die ganze Welt wurde industrialisiert. Maschinen übernahmen Aufgaben, die wir zuvor nie erledigt hätten. Unser Denken richtete sich plötzlich verstärkt auf das Materielle, da wir riesige Strukturen, Schiffe, Brücken und Flugzeuge bauten, Dinge, die zuvor reine Fantasie waren.
Vor weniger als 100 Jahren, vor H.G. Wells, sprach niemand über irgendwelche Konzepte von Bedeutung. Vielleicht Da Vinci mit der Flugmaschine, aber im Allgemeinen sprach niemand wirklich über vieles von dem Zeug, über das die Science Fiction sprach. Aber ist es nicht lustig? Nachdem es in der Science Fiction geschrieben wurde, begannen wir weniger als 100 Jahre später viele der Dinge zu erschaffen, über die wir gesprochen hatten. Ja, ich denke, wir wurden von der Macht unserer eigenen Technologie verführt, dass die mechanistische, materialistische Weltanschauung so effektiv war, Eisenbahnzüge und Bomben zu bauen, dass wir glaubten, wir könnten die gesamte Realität als einen mechanistischen, uhrwerkartigen Prozess beschreiben. Bis zu dem Punkt, an dem wir denken, dass wir Menschen nichts weiter als hochentwickelte Maschinen sind. Ja, absolut. Es ist eine Arroganz der Menschheit und des Menschen speziell. Denn ich sage den Leuten immer, egal wo man sich in der Geschichte des Menschen befindet, sie wissen in diesem Moment, dass sie alles wissen. Sie hatten alles im Griff. Als die Griechen sagten, Zeus ist, das war's. Es war Zeus. Das passierte den Ägyptern auch. Sie sagten, Ra. Du kannst mir nicht erzählen, dass Ra nicht existiert. Es ist konstant, ein konstanter, wirklich schmerzhafter Wachstumsprozess. Aber in den letzten 200 Jahren haben wir enorme Fortschritte gemacht. In den letzten 120 Jahren ab dem 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Die Geschwindigkeit des Wachstums war immens, nicht nur im physischen, sondern auch im spirituellen, speziell im Westen, wo Dinge, Konzepte viel schneller eingeflossen sind als in den 1000 Jahren zuvor. Ich denke, einer der Vorteile des Internets ist, dass wir heutzutage in einer globalen Kultur leben. So haben wir Zugang zu den großen Weisheitslehren jeder Tradition, aber dennoch ist unsere Kultur immer noch sehr unausgewogen. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass ich 1980 ein Doktordiplom von der University of California in Parapsychologie erhielt. Soweit ich weiß, hat seitdem niemand in den Vereinigten Staaten ein Diplom von einer akkreditierten Universität auf Doktoratsebene erhalten, das Parapsychologie sagt. Wie 40 Jahre später bin ich immer noch der Einzige. Das ist wirklich faszinierend. Also haben Sie tatsächlich einen PhD in Parapsychologie von Berkeley? Ja, das habe ich. Das ist verrückt, weil ich nie gehört habe, dass das überhaupt möglich ist. Nun, wie gesagt, es war durch ein einzigartiges, individuelles, interdisziplinäres Doktorandenprogramm. Und ehrlich gesagt gibt es Gruppen, die sich als selbsternannte Skeptiker und Förderer sehen, die als Torwächter der Realität glauben, dass wir in einem rationalen Universum leben müssen. Als sie hörten, dass die Universität einen Doktortitel in Parapsychologie verleihen würde, übten sie enormen Druck aus, dies zu verhindern. Selbst nach der Verleihung setzten sie die Universität weiter unter Druck, den Titel zurückzuziehen. Schau, wie Einstein sagte, große Geister werden immer von einfachen Geistern vereitelt oder kleineren Geistern oder so ähnlich. Innerhalb all der Studien, die du im Laufe deiner Karriere gemacht hast, kannst du ein Konzept ansprechen, das so viele verschiedene Religionen und Philosophien seit Tausenden von Jahren berührt haben. Die Reinkarnation. Mehrfach kehren wir in unser Leben zurück, haben verschiedene Leben, lernen in jedem und machen weiter, unterschiedliche Erfahrungen sammelnd. Ich habe viel auf der östlichen Seite studiert, speziell in Indien und bei den Yogis. Und Reinkarnation ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht einmal eine Frage, es ist einfach so, ja. Und als ich es mir selbst aus einer logischen Perspektive ansah, dachte ich, wenn dies das einzige Mal ist, dass ich hier bin, scheint es ziemlich
brutal zu sein, weil es im Grunde genommen Glückssache ist. Das bedeutet, wenn ich als Mann in einer bestimmten Zeitperiode in einem bestimmten Land geboren werde, wurde ich reich geboren oder arm. Wenn ich als Frau geboren wurde, wenn ich als Mann mit Farbe geboren wurde oder als Frau mit Farbe in Südafrika während der Apartheid oder in scheint oder wenn man mit einer Deformität geboren wird oder geboren wird. Es scheint einfach, als wäre das eine wirklich brutale Art, das Leben zu betrachten. Reinkarnation machte viel mehr Sinn, dass wir für verschiedene Erfahrungen zurückkommen und so weiter. Was ist also Ihre Erklärung dafür und was denken Sie dazu? Wir könnten die ganze Stunde darüber reden. Meine Erinnerungen reichen bis zur 3. Klasse. Ich war etwa 9 Jahre alt, als mein Klassenkamerad Lee Rosenthal ein Buchreferat über ein Buch aus den 1950er Jahren hielt, das sich mit Reinkarnation befasste. Es war ein Bestseller namens Die Suche nach Bridey Murphy. Oh, von dem Buch gehört. Eine Frau war hypnotisiert und unter Hypnose kam diese ganze irische Persönlichkeit aus dem 17. Jahrhundert namens Bridey Murphy zum Vorschein. Das war das Buch. Lee Rosenthal gibt seinen Buchbericht und sagt, dass wir vor diesem Leben gelebt haben. In diesem Moment, obwohl ich ein kleiner 9-jähriger Junge war, fühlte ich Elektrizität meinen Rücken hinauf und hinunter laufen. Es hat mich wirklich stark beeinflusst. Es gibt heute viel über Reinkarnation zu sagen. Das wichtigste Zentrum für die Untersuchung dieses Phänomens ist die Universität von Virginia, genauer gesagt die Abteilung für Persönlichkeits- und Wahrnehmungsstudien, DOPS, an der Medizinischen Fakultät. Seit einem halben Jahrhundert erforschen sie über 2500 Fälle aus der ganzen Welt, in denen kleine Kinder nach dem Sprechen beginnen zu erzählen, dass sie in einem bestimmten Dorf gelebt haben, andere Eltern hatten und einen anderen Namen trugen. Forscher werden hinzugezogen, um solche Fälle zu untersuchen, und etwa 1700 davon wurden als gelöst betrachtet, da die bereitgestellten Informationen tatsächlich zur Identifizierung der früheren Persönlichkeit geführt haben. Dieses Phänomen wirft viele Fragen auf und fasziniert Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Wenn man sich diese Datenbank ansieht, ist das nur ein Beispiel von Dutzenden, die die Existenz von Vergangenen, Leben und das Überleben der Persönlichkeit nach dem Tod des Körpers unterstützen. Doch diese Datenbank allein macht den Fall aus. Ich hatte viele Gäste in der Sendung, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und Raymond Moody studiert haben, der quasi der Pate der Nahtoderfahrungen ist und den Begriff Nahtoderfahrung geprägt hat. All das nach Gesprächen mit ihnen und dem Anhören dieser Geschichten. Viele von ihnen sind ähnlich im Umfang. Es ist interessant, dass einige wie Eden Alexander, ein Neurowissenschaftler, völliger Atheist, völliger Skeptiker, und dieses Ereignis, das ihm widerfahren ist, und er kam zurück vom Tod, völlig unerklärlich. Es war wie eine unerklärliche Rückkehr. Er hätte rechtlich tot sein sollen, aber er kam zurück, und als er zurückkam, konnte er all diese Dinge aufschreiben. Abgesehen davon, dass es extrem unterhaltsam ist, diesen Geschichten zuzuhören, scheinen sie einige. Es gibt viele kulturelle Ähnlichkeiten von Kultur zu Kultur, je nachdem, wo man sich in der Welt befindet, im Laufe der Zeit. Diese Art von Geschichten tauchen immer wieder auf. Für mich ist das ein wirklich interessantes Beweisstück für den Fall der Reinkarnation, wenn man so will. Die Beweise aus Nahtoderfahrungen zeigen sicherlich ein Leben nach dem Tod, aber nicht jeder muss wiedergeboren werden. Es ist möglich, ins Jenseits zu gehen und dort viele Optionen zu haben. Reinkarnation ist eine Möglichkeit, auf die physische Erde zurückzukehren,
Man könnte auch die verschiedenen Ebenen durchlaufen, die in der spirituellen Literatur und anderswo beschrieben wurden, als Teil der allmählichen Evolution der menschlichen Seele. Dieser mystische Pfad führt letztendlich zur Vereinigung mit dem Göttlichen. Was ist deine Definition von Bewusstsein? Ich habe eine einfache Definition. Ich denke nicht, dass es kompliziert ist. Bewusstsein ist, die Erfahrung zu haben, zu sein, wer man ist. Interessant. Wie ist es, du zu sein? Das ist Bewusstsein. Und sich dessen bewusst zu sein, auch wenn. Du bist dir dessen nicht bewusst. Das ist das Bewusstsein des Bewusstseins. Aber allein schon die Erfahrung zu machen, überhaupt Erfahrungen zu haben, die Farbe rot zu sehen, zum Beispiel, ist eine bewusste Erfahrung. Ob du weißt, dass du denkst, dass wir es manchmal eine metakognitive Haltung nennen. Du kannst sagen, ja, ich sehe rot und ich sehe, dass ich rot sehe und ich sehe, dass ich mich selbst rot sehen sehe. Es ist wie ein unendlicher Rückschritt. Nun, in Bezug auf Reinkarnation können Sie über Karma sprechen. Und du weißt das vielleicht besser als ich, begann das in der indischen Kultur Karma mit der Bhagavad Gita oder dem Hinduismus oder kommt das von woanders? Nun, die Vedanta und buddhistische Literatur behandeln Karma und Wiedergeburt. Unsere Forschung mit 2500 Fällen an der Universität von Virginia unterstützt nicht die klassischen Vorstellungen von Wiedergeburt und Karma aus der indischen Kultur. Die Idee, dass man in einem Leben schlecht ist und im nächsten bestraft wird, wird nicht bestätigt. Im Anthropologiestudium erinnere ich mich an ein indisches Dorf, wo man glaubte, dass sehr schlechte Menschen als Strafe im nächsten Leben als Amerikaner wiedergeboren werden. Du wirst in dieser materialistischen Kultur leben müssen, wo es sehr schwer für dich sein wird, dein authentisches spirituelles Wachstum zu verfolgen. Die Forschungsliteratur zeigt, dass das, was von Leben zu Leben fortbesteht, kein Gefühl von Belohnung und Bestrafung ist, sondern Gewohnheiten, die du mit dir trägst. Personen mit starken Neigungen oder Denk- und Handlungsmustern in einem Leben werden diese wahrscheinlich ins nächste Leben mitnehmen. In Fällen von Menschen, die sich an ihre vergangenen Leben erinnern, zeigt sich, dass viele sich an ihr Leben erinnern, weil sie im vorherigen Leben gewaltsam getötet wurden. Dadurch können sie in ihrem nächsten Leben möglicherweise mit einer Phobie konfrontiert sein, die mit ihrem vorherigen Tod zusammenhängt. Eine faszinierende Art von Beweisen zeigt, dass Menschen, die in einem früheren Leben zum Beispiel erstochen oder erschossen wurden, oft mit Muttermalen geboren werden, die den Todeswunden des vorherigen Lebens entsprechen. Gewisse Dinge übergehen also von Leben zu Leben. Doch in der Literatur fand ich keine Hinweise darauf, dass man im nächsten Leben für schlechtes Verhalten bestraft wird. Ich sage nicht, dass es nicht passiert, aber es entspricht sicherlich nicht dem, was manche als sofortiges Karma bezeichnen. Es scheint einfach nicht so zu funktionieren. Nein, ich verstehe. Ja. Ich meine, das ist irgendwie in den Zeitgeist eingegangen. Das Wort Karma ist wie, oh, du wirst es bekommen. Das ist sofortiges Karma. Du tust etwas Schlechtes und sofort passiert dir etwas Schlechtes zurück. Meine Erklärung oder mein Verständnis von Karma aus meiner Sicht ist einfach, Karma ist weder gut noch schlecht, sondern Teil der Evolution der Seele. Also, was wir als gut oder schlecht betrachten, ist eine Dualität, die im Jenseits oder in der Evolution der Seele nicht existiert. Es ist etwas, wonach die Seele tatsächlich sucht, weil sie es durchleben muss. Also etwas wie die Seele, die will, wie ich will Schmerz durchleben. Das können wir nicht begreifen, weil
wir einfach die ganze Zeit glücklich sein und die ganze Zeit Vergnügen haben wollen. Wir wollen keinen Schmerz. Aber für die Evolution der Seele könnte dieser Schmerz notwendig sein. Also, wenn du in einem früheren Leben etwas Gutes oder Schlechtes getan hast und diese Lektion noch nicht gelernt hast, dass du wahrscheinlich keine Menschen töten solltest. Nun, jetzt wirst du diesen Schmerz fühlen und jetzt lernst du, hoffentlich lernst du und entwickelst dich auf diese Weise weiter. Es ist also keine Bestrafung. Ich stimme dir zu 100% zu. Aber nach meinen Studien oder zumindest meinem Verständnis davon, ist es eher ein Teil der Entwicklung der Seele. Und es gibt kein Gut oder Schlecht in diesem Raum. Ergibt das Sinn? Das ergibt viel Sinn und erinnert mich an die Nahtodliteratur, in der vom Lebensrückblick die Rede ist. Ein hoher Prozentsatz der Nahtoderfahrenden spricht darüber, wie man die Auswirkungen, die man auf andere Menschen hatte, aus deren Perspektive erlebt. Wenn man jemanden verletzt hat, erlebt man, wie es sich für sie angefühlt hat. Man sagt, dass in unserer irdischen Zeit nur wenige Minuten vergehen könnten, aber man durchlebt Lebenszeiten von Erfahrungen in diesem veränderten Bewusstseinszustand oder Nahtodzustand. Es ist faszinierend, dass dies nicht als Beobachter, sondern als Teilnehmer erlebt wird. Ist es nicht interessant, wenn du sagst, Zeit ist so ein Konstrukt, es existiert, aber es existiert nicht, weil Wahrnehmung dreht sich alles um Zeit, dreht sich alles um Wahrnehmung. Meine Katze nimmt Zeit anders wahr als ich. Die Mücke, die vor ein paar Sekunden geboren wurde und in 10 Minuten oder einer Stunde sterben wird. Wie lange auch immer eine Mücke lebt, ihre Wahrnehmung der Zeit ist völlig anders. Wenn du dieses Sonnensystem verlässt, ist es irgendwo im Universum 1200 Uhr. Also ist Zeit wirklich interessant. In Bezug auf Gerechtigkeit, man möchte wirklich tief in das Thema einsteigen, wo in der Evolution der Seele und was wir tun. Dieses Leben ist ziemlich schnell. Und je älter man wird, desto schneller fühlt es sich an, wenn du Ein Kind, um schneller zu werden, ja. als Kind denkst du, oh, 30 ist so alt, du und ich würden alles tun, um 30 zu sein. Mit unserem heutigen Verstand bitte. Aber ich finde das Konzept der Zeit und wie wir sie betrachten immer sehr interessant. All das. Ich würde auch gerne Ihre Gedanken dazu hören. Nun, ich stelle mir vor, dass ein Stern zum Beispiel ein bewusstes Wesen sein könnte, soweit wir wissen, oder eine Galaxie, während für den Menschen ein Moment, wenn man darüber spricht, was ein Moment ist, eine Einheit des Bewusstseins für einen Menschen, es ist ungefähr ein Fünftel einer Sekunde, vielleicht ein Zehntel einer Sekunde. Aber wenn du ein Stern bist oder eine Galaxie oder eine Gruppe von Galaxien, die solche bewussten Wesen sind, könnte ein Moment dauern, was wir als Milliarden betrachten. Jahre. Alles ist Wahrnehmung. Ob du es als Stern, als Galaxie, als Mücke oder als Mensch wahrnimmst, es ist ein völlig anderes Verständnis davon, wie du die Dinge betrachtest. Und ich weiß, dass viele Zuhörer vielleicht anfangen, Kopfschmerzen zu bekommen, wenn sie darüber nachdenken, Moment mal, was? Zeit? Ich meine, denk doch kurz darüber nach. Stell dir vor, es gäbe keine Sonne, keine Rotation. Die Zeit auf Jupiter oder dem Mars wäre völlig anders. Es ist einfach eine andere Wahrnehmung davon. Könntest du mir bitte die Konzepte der Dualität und Non-Dualität erklären? Nun, normalerweise ist unsere Alltagswelt eine Welt der Dualität. Wir denken oft in Begriffen von gut und böse, richtig und falsch, böse und nicht böse. Ist eine Frage der Dualität. Leben und Tod ist Dualität. Also fällen wir ständig Urteile. Das ist die Welt, in der wir leben. Doch aus mystischer Sicht ist alles eins. Alle Dualitäten sind eigentlich illusorisch. Ich meine, sie sind real. Auf dieser Ebene kann man das nicht leugnen. Besonders heute stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs.
Man sieht täglich das Gute und das Böse auf unseren Fernsehbildschirmen, aber auf einer anderen Ebene. Es ist, als würdest du einen Roman lesen. Du liest Krieg und Frieden. Nachdem du den Roman beendet hast, kannst du ihn weglegen und alle Charaktere im Roman schätzen. Eine gute Geschichte hat eine Mischung aus Gut und Böse, aber du kannst die ganze Geschichte auf eine Weise transzendieren. Ja, es war interessant. Ich habe neulich mit einem anderen Gast gesprochen und er sagte etwas, das für mich so tiefgründig war, dass ich nie wirklich darüber nachgedacht hatte. Er meinte, egal in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, ob man über das Mikro, also sich selbst, oder das Makro, also die Welt als Einheit spricht, wenn das Böse auftaucht, sagen wir, es gibt ein Gleichgewicht des Guten, das dagegen antritt. Und wenn das Böse abnimmt, nimmt auch das Gute ab. Und er sagt, schau dir die Geschichte an. Jedes Mal, wenn es eine große Störung gab, man könnte zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg nehmen. Große Mengen an Schmerz, Leid und Bösem kamen auf. Es gab eine immense Menge. Auf der Gegenseite, die dagegen ankämpfte. Das passiert jetzt täglich vor unseren Augen im Fernsehen. Russlands Handlungen sind voller Bösem und es ist entsetzlich. Doch dann beginnt sich die Welt auf eine Weise zu vereinen, wie ich es noch nie erlebt habe. Es ist wirklich faszinierend, darüber nachzudenken. Und er sagt, selbst wenn deine Mutter dich nie umarmt hat, gab es jemanden, der dich umarmt hat? Vielleicht eine Tante, ein Lehrer oder die Mutter eines Freundes? Irgendwie findet das Gleichgewicht dessen, was dir gefehlt hat, seinen Weg zu dir. Was denkst du? Nun, viele spirituelle Traditionen basieren auf Non-Dualität. Ich bin im jüdischen Glauben aufgewachsen, also haben wir die Vorstellung von einem Gott. Aber es gibt eine Legende, glaube ich, aus der jüdischen Tradition, die das irgendwie erklärt. Moses geht auf den Berg Sinai und erhält die 10 Gebote von Gott. Und im Grunde genommen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, was wirklich bedeutet, alles zu lieben, jeden zu lieben, die ganze Zeit. Und Moses kommt herunter und sieht die Kinder Israels das goldene Kalb anbeten, richtig? Und er wird wütend und er nimmt die Tafeln der einheitlichen Sicht der Welt. Manchmal nennen sie es die Tora des Baumes des Lebens. Und er zerschmettert sie. Und die Legende besagt, dass alle Buchstaben wieder nach oben flogen und Moses muss ein zweites Mal auf den Berg Sinai steigen, weil er sieht, dass die Kinder Israels noch nicht bereit sind für die Tora des Baumes des Lebens. Als er mit einem zweiten Satz Tafeln zurückkehrt, ist dies nun die Tora der Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht darum, wie man in einer Welt der Dualität lebt, da man noch nicht bereit ist, in einer Welt der Einheit zu leben. Nun, wieder, mit all deiner Erfahrung und deinen Studien, warum glaubst du, dass es so schwierig für uns ist, unser authentisches Selbst zu sein, wahrhaftig zu dem zu stehen, wer wir sind und dieses innere Etwas zu ehren, das uns besonders macht? Ich benutze den Begriff Geheimzutat. Es gibt eine Geheimzutat, die niemand sonst auf der Welt hat außer dir, und du bist aus diesem Grund hier. Warum hindern wir uns selbst daran, authentisch zu sein? Denn ich habe das Erfolgreichsein studiert, in der Filmindustrie und all diesen Dingen. Und jeder, der in jedem Aspekt des Lebens erfolgreich ist, in jedem Bereich, von Kunst bis Geschäft, sie sind authentisch, sie selbst. Jeder Meister, jeder Titan der Industrie, sie waren alle authentisch zu sich selbst. Und sie fühlten sich wohl in ihrer eigenen Haut. Warum haben wir solche Probleme, uns in unserer eigenen Haut wohlzufühlen? Nun, als ich Doktorand wurde in Kriminologie, nein, in Parapsychologie in Berkeley, hatte ich einen Mentor, der ein Institut gegründet hatte und mich einlud, dort mit ihm zu leben, Arthur M. Young. Er gründete das Institut für das Studium des Bewusstseins in Berkeley. Er war ein Erfinder. Er erfand den Bell-Helikopter, den ersten kommerziell lizenzierten Helikopter, und er war auch ein Kosmologe.
Er schrieb ein großartiges Buch namens Das Reflexive Universum. Eines Tages fragte er mich: Jeffrey, was denkst du, ist der Stein der Weisen, der mystische Stein, der Blei in Gold verwandelt? Er meinte die Seele, das Blei in deiner Seele in Gold? Ich antwortete, ich weiß es nicht. Er erklärte, es sind die Hindernisse, denen wir im Leben begegnen. Das ist der Stein der Weisen. Wir müssen uns diesen Hindernissen stellen, dann wird unsere Seele verfeinert und wir kommen unserem wahren Selbst näher. Ich denke, wir sind hier, um auf dieser Ebene Hindernisse zu überwinden, die einzigartig sind. Es ist wie Stahl härten, indem man ihn gegen einen Stein schlägt. Oder du härtst den Stahl, indem du ihn rotglühend oder weißglühend erhitzt. Darauf einschlagen, immer wieder darauf einschlagen. Und das macht uns stark und lässt uns vorankommen. Ich habe das irgendwo gehört und ich liebe dieses Beispiel. Das kochende Wasser macht die Kartoffel weich, aber das Ei hart. Kochendes Wasser bewirkt beides. Und ich fand das auf so vielen Ebenen so tiefgründig. Ich dachte mir, ja, weißt du, du hast absolut recht. Also das kochende Wasser ist das Hindernis. Und für manche macht es sie weich, aber für andere härtet es sie, damit sie vorankommen können. Das ist interessant. Ich würde gerne über die Beziehung zwischen Geist und Gehirn sprechen, die du oft ansprichst. Was ist diese Beziehung, die unser bester Freund und unser schlimmster Feind sein kann? Nun, aus philosophischer Sicht gibt es das sogenannte Leib-Seele-Problem, ein unlösbares Problem für die Materialisten. Nämlich, wenn wir in einem kalten, toten Universum aus unbelebter Materie leben, wie entsteht dann Bewusstsein? Und niemand hat das bisher herausgefunden. Ich habe vor etwa 30 Jahren Francis Crick interviewt, einen der großen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, den Mann, der die Doppelhelixstruktur des DNA-Moleküls entdeckte. Er veröffentlichte ein neues Buch mit dem Titel Die erstaunliche Hypothese. Seine Hypothese war, dass das Gehirn Bewusstsein erzeugt. Die meisten Zuschauer nehmen wohl naiv an, dass dies längst bewiesen wurde. Jeder weiß, dass das Gehirn Bewusstsein erzeugt. Crick hatte die Ehrlichkeit, mir zu sagen, es ist nur eine Hypothese. Es ist nicht bewiesen. Tatsächlich, sagte er, und ich habe es auf Kamera. Der religiöse Standpunkt könnte richtig sein, dass das Bewusstsein den Tod des Körpers überlebt. Natürlich lebt Crick nicht mehr. Wenn er noch leben würde, müsste er zugeben, dass wir noch nicht bewiesen haben, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist genau das Gegenteil. Das Gehirn existiert im Bewusstsein. Ich würde zustimmen, da es darin existiert. Also lautet die Frage, wenn du bewusst bist und dann sagt dir jemand, wer fährt? Das Auto, von dem du weißt, im Hintergrund fährt jemand, spricht mit dir. Wer ist diese Person? Du hast recht, man kann es wirklich nicht beweisen. Man kann nicht beweisen, woher es kommt. Denn es ist, als würde man versuchen, Wasser mit der Faust zu greifen. Unmöglich. Man bekommt vielleicht ein bisschen in die Hand, aber auf keinen Fall das Ganze. Es ist ein faszinierendes Gespräch. Es ist faszinierend. Dieses Gespräch war äußerst faszinierend. Jeffrey, ich möchte dir eine Frage stellen. Nun zuerst eine letzte Frage. Wie entwickelt sich die menschliche Evolution weiter? Wow, das ist eine große Frage. Und ich muss sagen, es ist die Evolution des Bewusstseins selbst. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir fragen, was der gegenwärtige Stand der menschlichen Evolution ist. Vielleicht bin ich ungewöhnlich. Ich sehe mich nicht als eine Person, die 1946 geboren wurde und wahrscheinlich in den nächsten 20 oder 30 Jahren sterben wird. Ich sehe mich als eine Person, die tatsächlich mindestens Milliarden Jahre alt ist.
Mein Körper ist es sicherlich. Es hat sich vor Milliarden von Jahren aus einzelligen Organismen entwickelt. Und ich vermute, es hat viele Zyklen, wie diese durchlaufen. Das bin ich wirklich. Tatsächlich würde ich sogar noch weiter gehen und sagen, dass ich der mystischen Vision anhänge, dass alles eins ist, so dass du und ich, könnte man sagen, verschiedene Versionen voneinander sind, richtig? Ebenso wie alle deine Zuschauer und Zuhörer. Oder dasselbe gilt für jedes Tier, jeden Oktopus, jeden Grizzlybären oder Außerirdischen oder Insekt, dass wir teilen, was der Philosoph Schopenhauer den einen Geist nannte, der durch die Augen jedes Lebewesens sieht. Das beantwortet also unser aktuelles Bewusstsein. Wie entwickelt sich die menschliche Evolution? Nun, das wäre die Verwirklichung. Davon nicht nur intellektuell, wie ich es Ihnen erkläre. Es erfahrungsmäßig zu verstehen, das, denke ich, ist der Weg des spirituellen Wachstums und Verstehens. Dass wir alle verbunden sind. Wenn du einen verletzt, verletzt du uns alle auf so viele Arten. Je mehr ich im Leben wandere, desto mehr erkenne ich, wie stark wir miteinander verbunden und verflochten sind. Die Natur ist vernetzt und voneinander abhängig. Es gibt so viele Dinge, die zusammenpassen müssen, damit die Natur in den Ökosystemen funktioniert, die die Natur ausmachen. Jetzt fühle ich, dass die Welt, weil wir erstmals in der Menschheitsgeschichte so vernetzt sind durch das Internet, so wirtschaftlich voneinander abhängig, dass wir jetzt sehen, was in Russland passiert, wo wir buchstäblich einfach komplett ein ganzes Land aus berechtigten Gründen canceln oder ignorieren. Aber wie? Das ist wie, Moment mal, wenn ich nicht mit dem Rest verbunden bin, werde ich überleben? Wie kann ich ohne die Verbindung zum Rest überleben? Es ist also wirklich ein interessantes Gespräch, das geführt werden muss, um zu verstehen, dass wir alle wirklich miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Ich verspreche dir, wenn morgen ein Angriff wie in Independence Day passieren würde, wären alle solidarisch. Alle würden zusammenhalten und gemeinsam arbeiten. Eine riesige Maschine käme herunter und zerstörte die Welt. Interessant, wie das immer abläuft, oder? Nun, deshalb haben Leute wie Ronald Reagan früher darüber gesprochen, was wäre, wenn die Welt einem außerirdischen Eindringling gegenüberstehen würde. Es wäre eine Möglichkeit, diese Welt zu vereinen. Ja, ich hoffe, dass wir das nicht durchmachen müssen, um uns zu vereinen. Wirklich nicht. Ich denke, wir haben genug auf der Welt. Ich hoffe, dass wir uns nicht auch noch damit auseinandersetzen müssen. Nun, ich frage alle meine Gäste, was ist Ihre Mission im Leben? Eine gute Frage. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich das Training machte. Ich studierte einen Mann namens Ted Owens, den PK-Mann. Ich habe ein Buch über ihn geschrieben, das vor 20 Jahren veröffentlicht wurde. Er hatte enorme psychische Kräfte und ich nahm an seinem Trainingsprogramm teil. Zu einem Zeitpunkt im Jahr 1986 konnte er Erdbeben, Tornados, Hurrikane, Stromausfälle und UFO-Sichtungen kontrollieren und dergleichen Vulkane. Er fragte mich, was ich mit diesen Kräften tun will, wenn ich das Training absolviere. Nachdem ich darüber nachgedacht hatte, wurde mir klar, dass ich nicht das Gleiche tun möchte wie er, was ich seit 10 Jahren dokumentiere. Ich erklärte, dass ich ein Vermittler für die breite Öffentlichkeit sein möchte, bezüglich esoterischer, psychischer, okkulter, mystischer Realitäten. Und das ist es, was ich seitdem tue. Kurz nach Abschluss des Trainings startete ich meine erste Fernsehsendung Thinking Aloud, die fast 15 Jahre lang im nationalen öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und jetzt starte ich den YouTube-Kanal New Thinking Aloud. Meine Mission war es stets, diese Realitäten einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Jeffrey, wo können Leute mehr über dich, deine Bücher und Arbeit erfahren? Sir, der einfachste Weg ist, zu New Thinking Aloud zu gehen. Das ist alles ein Wort.
Aloud ist nicht A-L-O-U-D, sondern Aloud. newthinkingaloud.com führt Sie zum YouTube-Kanal. Und wir haben auch eine Stiftung, newthinkingaloud.org. Jeffrey, vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist und all die harte Arbeit über viele, viele Jahrzehnte geleistet hast. Danke, mein Freund. Ich schätze dich. Es war mir ein echtes Vergnügen. Freue mich, dich kennenzulernen, Alex. Du bist ein verwandter Geist. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.